So, von mir gibt es auch endlich mal wieder ein neues Video. Und zwar habe ich diesmal ein Make-up-Tutorial abgedreht zu diesem Look, den ich gerade drauf habe. Und der ist für meine Verhältnisse ziemlich dramatisch, also hauptsächlich wegen der starken Augenfarbe. Aber wie ihr wisst, bin ich da jetzt nicht so der Ultra-Pro und deswegen ist auch dieser Look eigentlich relativ simpel zu schminken. Und außerdem habe ich für dieses Video mit der Marke Da Vinci zusammengearbeitet. Das heißt, ich werde im ganzen Make-up-Tutorial nur Pinsel von Da Vinci benutzen. Hier habe ich mal ein paar Beispiele. Also man sieht, die haben echt viele verschiedene Pinsel und ich finde es dann ganz cool, in einem Make-up-Video zu zeigen, dass es wirklich für so jede Partie in einem Make-up einen passenden Pinsel gibt. Und ich persönlich finde auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier stimmt und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Pinsel handgefertigt und in Deutschland hergestellt werden. So, und dann wollen wir nicht weiter drum herum reden. Wir fangen gleich an mit dem Make-up-Tutorial. Wie immer fange ich mit der Foundation an und da benutze ich von MAC die Face and Body Foundation. Die ist so ein bisschen leichter und ein bisschen flüssiger, weil ich möchte, dass die Haut in dem Look so ein bisschen natürlicher aussieht und nicht ganz so zugekleistert, weil eben das Augen-Make-up ein bisschen dramatischer sein wird. Fürs Auftragen von der Foundation benutze ich diesen Foundation-Pinsel. Der erinnert ein bisschen an so eine altmodischen Bürste. Und der Pinsel ist sehr, sehr fest gebunden, sehr, sehr feine Härchen und ich denke, dass sich dieser Pinsel sehr gut für flüssige Foundation eignet, um die dann wirklich gut in die Haut einzuarbeiten. Also ich trage eigentlich hauptsächlich Foundation nur in der Mitte des Gesichts aus und verblende es dann nach außen hin. Und mit dem Pinsel sieht man dann auch keine Kanten oder sowas, sondern es ist halt auf jeden Fall ein weicher Übergang. Ich werde auch die Stirn auslassen, weil da ist eh mein Pulli drüber und dann macht da jetzt Foundation nicht großartig Sinn. Also wie ihr seht, das Finish ist sehr, sehr leicht, aber ich finde, dass meine Haut insgesamt so ein bisschen ausgeglichener aussieht und nicht ganz so blass. So im nächsten Schritt kommt Concealer und da benutze ich momentan einen Concealer von Glossier, und zwar der Stretch Concealer in der Farbe Medium. Der kommt in so einem Pöttchen und dafür habe ich einen sehr ähnlichen Pinsel parat und zwar dieser hier. Also es ist quasi die Mini-Variante von dem Foundation-Pinsel. Und das ist auch einer, der extra für Concealer, aber auch für ja, so Augen-Make-up geeignet ist. Und die finde ich ganz gut, dass der Pinsel so weich ist, weil die Augenpartie ist ja relativ empfindlich. Aber man kommt damit auch sehr gut an die Ecken ran, also hier in die Innenaugenwinkel. Was dann manchmal bei Fingern ein bisschen schwieriger ist, gerade wenn man so ein bisschen längere Fingernägel hat. Also jetzt kommt der Pony so ein bisschen im Weg. Aber damit geht es dann ganz gut und vom Verblenden finde ich das auch eigentlich ganz gut. Ich mag den Concealer von Glossier echt gerne, weil der eine relativ gute Deckkraft hat. Also ich brauche immer so nicht so eine ganz so starke Deckkraft, eher leicht bis medium. Und der ist aber sehr angenehm unter den Augen, also nicht so trocken oder pastig. So, jetzt sieht man so ein bisschen frischer um die Augen herum aus. Und bevor ich mit dem Augen-Make-up weitermache, werde ich erstmal das restliche Gesicht machen. Und da benutze ich erstmal einen Bronzer, und zwar von Tom Ford, den Bronzer von dem Shade and Illuminate Duo. Und da benutze ich so einen, ich nenne das eher so Stippling Brush, also das ist einer, der mh, erstmal wie ein normaler Pinsel halt Borsten hat und dann in der Mitte noch längere Borsten, die dann so rausgucken. Und ich finde, die sind immer ganz gut geeignet für so Creme, Bronzer oder Blushes. Damit kriegt man nämlich nicht sofort so hyper viel Farbe drauf, kann es aber dann auch sehr gut verblenden. Ja, eigentlich ist die Seite schon fertig. Also wie ihr seht, ich werde es auch ziemlich weit bis in die Mitte verblenden, fast schon wie ein Rouge, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt noch Rouge verwenden werde und so habe ich dann einfach auch so ein bisschen in der Mitte vom Gesicht Farbe. So, jetzt mache ich noch die andere Seite. So, ich glaube, ich werde noch ein bisschen mehr machen. Ihr wisst, ich mag es gerne gut gebronzt.
Und so ein bisschen noch. Ja, also ich finde, mit diesem Pinsel lässt sich das so richtig einfach verblenden. Denn man hat ja manchmal das Problem mit Cremeprodukten, dass die irgendwie schwer zu verblenden sind, irgendwie an einer Stelle zu viel Produkt irgendwie drauf ist und die Kanten dann einfach zu hart werden. Aber hier finde ich, ist das sehr schön gleichmäßig. So, bisschen hier vorne noch. Ja. Als nächstes kommt Highlighter und da habe ich mich diesmal für die Strobe Cream von MAC entschieden. Ich habe da so ein paar verschiedene Highlighter ausprobiert und ich finde, dass die zu diesem Look am besten passt, weil die so ein bisschen natürlicher ist, also nur wie so ein leichter, nasser Schleier ungefähr. Und ich möchte zu diesem Look einen etwas natürlichen Highlighter nehmen, weil das Augen-Make-up eben so kräftig wirkt und ja, da war der in dem Sinne am passendsten. Und zum Auftragen benutze ich diesen Foundation-Pinsel. Das ist ein sehr klassischer Foundation-Pinsel. Und das habe ich gesehen bei Lisa Eldridge, dass sie so einen Foundation-Pinsel für das Auftragen von Highlighter benutzt hat. Und ich finde, das wirkte so total elegant und deswegen wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren. So. Einfach hier auf die Wangenknochen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut mit dem Pinsel. So. Ja. Bisschen hier. Den Lippenbogen. Und natürlich auf die andere Seite. Ich finde, das bringt nochmal so ein bisschen Frische rein. So, soweit habe ich das Gesicht dann fertig, es sei denn, ich entscheide mich doch noch Rouge zu benutzen. Aber ich mache jetzt mit den Augen weiter und da fange ich mit den Augenbrauen an. Da benutze ich von Armani die Eye and Brow Maestro Cream. Das ist so eine relativ feste Creme in so einem Pöttchen. Und die kann man halt sowohl für Augenbrauen nehmen, aber auch als Lidschatten, wenn man möchte. Und ich finde, dass diese Farbe momentan sehr gut zu meiner Haarfarbe passt. Also ja, so braun ist dann meistens doch so ein bisschen dunkler und das hat so einen leichten Bronzeton und das passt dann wirklich ganz gut. Und da benutze ich so einen, ja eigentlich Eyeliner-Pinsel. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht und meine Augenbrauen geschminkt, wenn sowieso der Pony davor ist. Aber ich finde, der scheint halt trotzdem so ein bisschen durch und wenn dann doch so ein Windstoß kommt oder so und die Augenbrauen zu sehen sind, dann möchte ich eben gemachte Augenbrauen haben. Ich trage als nächstes einen Lidschattenprimer aus, weil sich dann der Lidschatten so ein bisschen besser an die Augenlider haftet und von der Farbe her auch so ein bisschen kräftiger erscheint, als wenn ich keinen Primer benutzen würde. Und da benutze ich, ist jetzt nicht wirklich ein Primer, aber ich finde, das ist eigentlich sehr gut als Primer geeignet. Und zwar von MAC der Painterly Paint Pot. Also die Farbe ist sozusagen relativ neutral, aber es hat eben auch diese Klebrigkeit, sodass eben der Lidschatten sich sehr gut daran haftet. Und da benutze ich so einen Lidschattenpinsel zum Auftragen. Den werde ich später dann auch noch benutzen. Ja, das trage ich dann einfach aufs gesamte Lid auf. So, jetzt kommen wir zum richtigen Augen-Make-up und da fange ich erstmal mit einem Eyeliner an in der blauen Farbe und zwar von P2 der Gel Kajal in der Farbe Dramatic Blue. Und ich benutze zusätzlich einen Eyeliner, damit ich einfach noch ein bisschen Definition an den Augen habe, bevor ich mit dem kompletten Lidschatten drüber gehe. Und das muss jetzt gar nicht mal so ordentlich aufgetragen werden. Also einfach so nah wie möglich am Wimpernkranz. Und es kann auch ein bisschen unordentlicher sein. Es muss jetzt nicht sehr akkurat sein. Was den blauen Lidschatten angeht, da habe ich zwei Optionen. Einmal von Shiseido Shimmering Cream Eye Color. Da gibt es eine blaue Farbe mit so einem leicht metallischen Effekt.
Von Armani gibt es aber auch einen blauen Lidschatten, und zwar Itent Nummer 2. So. Sind relativ ähnlich, aber ich werde den von Shiseido nehmen, weil der so ein bisschen mehr petrolfarben ist und der von Armani ist so ein bisschen mehr Navy. Ja, und den trage ich mit den eben schon benutzten Lidschattenpinsel auf. Und wie ihr seht, ist es wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Besonders aber auch, weil ich davor die Lidschattenbase aufgetragen habe. Ja, und ich packe das quasi einfach direkt aufs bewegliche Lid und verblende das dann später. So, ich werde das Ganze jetzt so ein bisschen verblenden und dafür benutze ich diesen Lidschattenpinsel. Der erinnert mich so ein bisschen an einen Buntstift, also es hat so eine Spitze hier oben. Hier sieht man jetzt mal den Unterschied. Die Ränder sind auf jeden Fall so ein bisschen weicher, aber ich habe es jetzt auch nicht so hyper akkurat gemacht, damit es so ein bisschen edgy aussieht. Ich werde nochmal mit einem anderen Eyeliner drüber gehen. Ich habe hier einen von Zoeva, ist auch nochmal so ein Blau. Aber der schimmert so ein bisschen heller als die anderen blauen Farben. Und das werde ich jetzt einfach nur in die Mitte vom Lidschatten setzen, dass da noch so ein bisschen das Licht reflektiert wird und das Ganze dadurch so ein bisschen mehr Dimension bekommt. So einfach drauf und dann werde ich mit dem dickeren Lidschattenpinsel das ganz leicht verblenden. Also eigentlich nur so ein bisschen drauf tupfen. Okay, weiter geht's mit Mascara und da benutze ich von Yves Saint Laurent den Volume Effect Fossils in der wasserfesten Variante. Ich habe den jetzt schon ein bisschen länger benutzt und deswegen hoffe ich, dass der jetzt nicht allzu sehr klumpt oder so. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man den Lidschatten fertig hat und dann alles mit dem Mascara verkackt, weil man da irgendwie entweder kleckert oder alle Härchen verklumpt sind. Also drückt mir mal die Daumen. Ich habe irgendwie gerade so eine blöde Wimpernphase. Kennt ihr das? Also bei mir ist es gerade so, dass ich da so ein paar Lücken habe, weil die einfach so ein bisschen unregelmäßig wachsen gerade. Und deswegen sind manche kürzer und manche länger. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen und da benutze ich einen sehr, sehr schlichten Lippenstift und zwar einen Lipgloss, weil ich finde, dass ja so eine glänzende, leicht transparente Farbe, glaube ich, am besten zu diesem Look passt, damit es nicht ganz so full-on aussieht und das alles so ein bisschen leichter aussieht. Und da habe ich von Chanel einen in der Farbe Super Nude. So, und der Name ist eigentlich Programm, also es ist einfach ein nudefarbener Lipgloss mit so einem leichten Rosé-Stich und ich finde, das passt dann ganz gut zum Look. So, und damit wäre der Look fertig. Also es ist schon irgendwie ungewohnt für mich, weil ich ja sonst immer sehr, sehr schlicht bin und nicht so kräftige Farben auf den Augen trage. Aber ich finde, gerade zu dem Pony ist es ganz cool. Ich finde, es wirkt aber in der Kamera jetzt so ein bisschen extremer, weil meine Haare so orange aussehen. Ich finde, das kann auch ganz gut also im Alltag funktionieren, wenn man jetzt ein sehr schlichtes Outfit dazu anzieht und jetzt nicht unbedingt so ein Party-Look. Also was sagt ihr denn? Würdet ihr so einen Look auch tagsüber tragen oder wäre das nur was für den Abend für euch? So, und an dieser Stelle würde ich eigentlich noch gerne so einen Aufruf starten. Und zwar hätte ich schon Lust, demnächst mal wieder ein Q&A-Video zu machen, also so FAQ, ja, Fragen- und Antwort-Video. Und da könnt ihr einfach dann eure Fragen hier unter diesem Video hinterlassen und wenn die sich jetzt nicht unbedingt auf dieses Video beziehen, würde ich die dann irgendwann demnächst in einem Video beantworten. Und eventuell würde Daisy sich auch dazu gesellen und die Fragen auch mit beantworten. Sie hat nämlich schon lange, lange keinen Auftritt mehr hier auf YouTube gemacht. Deswegen wäre das auch ziemlich cool, finde ich. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!